Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Hier gibt es einen kleinen Rückblick zu Andys 72er Corvette, wo ich die Hinterachse am Bearbeiten bin. Und hier geht es direkt weiter. Viel Spaß! So, im nächsten Schritt nehme ich mir dann hier die Federn, die ich gestern aufbereitet habe. Die habe ich neu lackiert und die bekommen hier so neue Zwischenlagen. Die kann man einzeln kaufen und das sind Kunststoffzwischenlagen, mit denen man die eigentlichen Federpakete, also hier das Federblatt, schützt, damit das sich nicht aufreißt, weil die Federlagen, die reiben ja gegeneinander und da muss man vorsichtig sein, dass die nicht dann zu sehr schon abgerieben sind und dann kommt die nächste Feder dort oben drüber und dann baut man so nach und nach dieses ganze Paket auf und schiebt dann im Anschluss hier diesen Bolzen da durch, der dann letztendlich dann durch die Feder durchgeht und zusammenhält. Und dann wird das Ganze ans Differential geschraubt. Ja, hier sieht man jetzt das fertig montierte Federpaket mit dem Herzbolzen hier in der Mitte, der das ganze Paket zusammenhält. Und ich werde jetzt das fertige Paket ans Differential schrauben. Das habe ich schon fertig montiert. Das sitzt hier oben im Auto drin. Das ist soweit schon alles eingebaut. Ich habe zusätzlich auch noch hier diese sogenannten Strut Rods, die einstellbaren Strut Rods hier verbaut, womit man den Sturz besser einstellen kann. Und ja, das Federpaket, das wird jetzt hier drunter gehangen. Hier rein gehört das. Und ja, dafür nehmen wir jetzt hier unten die Platte ab und die dicken Bolzen und setzen dann das Paket da ein. Ja, das Differential ist jetzt verbaut und ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich mit dem Andi besprochen hatte, eben was wir noch am Fahrzeug machen können. Besonders hat er Augenmerk aufs Fahrwerk gerichtet, weil er mit der C3 auch manchmal flotter unterwegs ist und ja, besonders die alten C3s, hier die Chrombumper-Modelle, die sind eben noch nicht so richtig dafür ausgelegt. Neben den normalen Sachen, eben die ganzen Gummibuchsen und eben die ganzen Lager zu tauschen, kann man auch ein Augenmerk hier auf die Stabis werfen, also besonders die alten C3s, also die Chrommodelle, die haben hinten im Regelfall keinen Stabi, beziehungsweise die Small Blocks haben keinen Stabi. Die Big Blocks haben allerdings einen Stabi auch hinten sitzen und ja, das ist einfach so, dass die Fahrzeuge dann in der Kurve sehr stark auch kippen. Also das heißt, besonders in schnell gefahrenen Kurven ist ein Stabi auch manchmal von Vorteil. Sollte allerdings auch nicht überdimensioniert werden. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier unten schon die Sturzstreben erneuert. Hier hinten sind jetzt die Feder mit den neuen Gummis drin. Ich hatte auch den Trailing-Arm draußen. Hier, der sitzt dort vorne in der Tasche. Da habe ich auch die Lagerung erneuert. So, und jetzt kommt der letzte Schritt hier hinten. Und zwar ist das die Installation von einem Stabi. Und da gibt es hier eine OEM-Lösung. Da sieht man hier diesen Halter. Der wird an den Trailing-Arm angeschraubt. Der ist mit 2 Schrauben dort unten im Trailing-Arm gesichert. Und hier oben hat er diesen Arm. Ja, und ich habe 2 Stabilisatoren schon mal vorbereitet. Die sieht man hier. Da habe ich ein ziemlich dickes Exemplar für vorne. Das ist ein 1/8 Zoll Stahl, Vollmaterial ist das immer bei den Stabilisatoren und hinten ein 9/16. Und ja, man sieht hier noch die Koppelstangen und die Endlinks. Und wir können im Vergleich dazu mal hier den Originalen sehen. Das ist ein 3/4 Zoll starker Stahl. Der ist deutlich kleiner. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Da gibt es nicht die eine Lösung. Weil, wie gesagt, auch mit unterschiedlichen Motorisierungen, unterschiedlichen Gewichten, unterschiedlichen Dämpfern
muss man das immer individuell betrachten und da muss jeder ein bisschen ausprobieren. Und dann kann man auch gerne, also wir können gerne mal auch diskutieren, wenn ihr irgendwie andere Setups fahrt bei euch im Auto. Ihr könnt auch mal nachmessen, was ihr verbaut habt. Und ja, dann können wir vielleicht mal da so eine recht gute Abstimmung für die einzelnen Fahrzeugtypen so auch mal besprechen, die man dann anderen auch empfehlen kann. Ja, der erste Schritt ist hier diesen Halter für den Stabi auf dem Trailing-Arm zu montieren. Der hat in der Originalausführung hier so eine Gegenhalteplatte mit Gewinden. Und da werden 2 Schrauben reingedreht, die dann oben auf dem Trailing-Arm diesen Halter fest fixieren. So, anschließend wird dann hier dieser Halter hier noch dran befestigt. So, und als letztes wird dann der Stabi hier oben noch in den Gummilager angeschraubt. Und dann hat er nämlich auch ein Gegenlager, in dem der drehen kann. Ja, und auch hier kann man dann die Gummilager mit etwas Fett einschmieren, damit nichts quietscht und das Ganze eben gut geschmiert ist. Der Wagen kriegt jetzt auch noch neue Stoßdämpfer, damit der Andi dann komplett mit neuen Komponenten an der Hinterachse fahren kann. So, ich bin jetzt so weit, dass ich die Auspuffanlage an der Corvette wieder montiert habe und das Auto jetzt von der Hinterachse vollständig ist. Es ist alles wieder dran und ich gehe nochmal gerade hier die einzelnen Komponenten mit euch durch. Hier sieht man nochmal, wie der Stabi sitzt. Hier sieht man auch, wie das Ganze aufgehangen ist in der Lagerung. Man sieht die neue Feder mit den Zwischenlagen. Man sieht die Strut Rods hier mit der Befestigung am Differential. Man sieht den Halter vom Differential und hier die Trailing Arms mit den neuen Stoßdämpfern. Und dann können wir nämlich als nächstes nach vorne gehen und da geht es jetzt weiter und zwar mit der Demontage von den Koppelstangen im nächsten Schritt. Kann ich den Stabi nämlich rausholen. Ja, hier kann man auch nochmal den Unterschied von den beiden Dicken der Stabis sehen. Wie gesagt, das hier vorne, das ist ein 3/4 Zoll und das ist ein 1/8 Zoll. So, und der neue Stabi, der wird dann hier mit etwas Fett in der Buchse geschmiert und eingesetzt und jetzt noch auf der anderen Seite befestigt. Ja, und der letzte Schritt für heute ist jetzt das Ganze mit hier so einer Koppelstange mit dem Dreieckslenker zu verbinden. Es gibt auch hier solche einstellbaren Koppelstangen von Wet Brakes and Products zum Beispiel ist das hier. Und damit wird jetzt der Stabi hier mit dem Dreieckslenker verbunden. Und ja, wird jetzt hier eingebaut. Entweder so oder so. Hier sieht man das Ganze im eingebauten Zustand. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Dann wird es jetzt mal Zeit, den Wagen zu testen hier. Und ja, der Andi, der setzt sich jetzt mal ans Steuer und schaut mal, wie der Wagen so läuft. Und ob sich irgendwelche Veränderungen zu vorher bemerkbar machen jetzt nach der Hinterachse. Wie machen wir es? Ja, genau. Alles soweit klar. Kann raus, oder? Du kannst raus, ja. Gut, dann. Ist
schon dunkel geworden hier. Ist schon früh dunkel hier. Vorläufige Beurteilung aus meiner Sicht definitiv eine Verbesserung, ganz klar. Und ich meine, wäre ja auch echt komisch, wenn man jetzt feststellen müsste, weiß nicht. Also bei so viel Aufwand, der jetzt drin steckt und so viel tolle Arbeit, die du da jetzt schon reingesteckt hast, kann man mit Fug und Recht sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Allerdings noch nicht angekommen in der Werkstatt, ja, aber mit einem Ergebnis Gibt noch Potenzial, genau. Da ist noch Potenzial. Die gute Nachricht ist, ich bin noch solvent, also wir können weitermachen. Gut, dann. Ja, wie ihr seht, in der V8 Lounge wird es nie langweilig. Ich werde für den Andi jetzt noch die Vorderachse in Angriff nehmen. Mit der Hinterachse bin ich ja durch, da kann man nicht mehr viel optimieren dran. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein in der V8 Lounge. Bis dahin, ciao.